Thema heute: Finde den richtigen Sicherheitsschuh. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mr. Moos Welt. Finde den richtigen Sicherheitsschuh. Das ist gar nicht so einfach. Ganz oft kriegen wir Reklamationen oder Schuhe nach 4 oder 5 Monaten, so wie den Kollegen hier, ja, der komplett kaputt ist, der sich schon fast zersetzt, wo die Zehenschutzkappe oder der Knickbereich schon defekt ist, wo ausgetauscht werden muss. Der Handwerker kommt mit dem Anspruch, er möchte einen neuen Schuh haben, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber lasst uns gemeinsam rausfinden, wieso es überhaupt so weit gekommen ist und wie einfach es eigentlich ist, den richtigen Sicherheitsschuh zu finden. Denn den Indikator dafür bzw. den besten Hinweis dafür, welcher Sicherheitsschuh für euch der richtige ist, den tragt ihr jeden Tag an den Füßen. Also schauen wir uns an, was geschehen muss, damit so ein Schuh so aussieht. Ihr kennt die Situation, ihr geht in die Würth-Niederlassung. Ja? Ihr wisst, hey, ich brauche einen neuen Sicherheitsschuh. Dann geht ihr durch die Niederlassung zum Regal, wo die Sicherheitsschuhe sind, und ihr wisst von vornherein, hey, ich will einen Sicherheitsschuh mit der Sicherheitsklasse S3, der soll wunderschön sein, er soll wahnsinnig leicht sein und er soll günstig sein. Das funktioniert allerdings nicht immer. Meine Gegenfrage: Kennt ihr Handwerker, die gerne einen schweren Schuh tragen würden? Ich kenne nicht viele. Aber eins muss ich beachten: Sobald ich einen leichten Schuh haben möchte oder beziehungsweise einen leichten Schuh habe, hat man ihm irgendwas genommen, was ihn sehr robust machen könnte, wie zum Beispiel Leder, ja, Velour, Vollmaterial, was den Schuh stabiler macht, gleichzeitig aber auch logischerweise schwerer. Deshalb ist es manchmal nicht möglich, einen leichten Schuh zu kaufen, der unglaublich robust ist. Das funktioniert leider nicht immer. Nächstes Thema ist das Aussehen. Ist das Aussehen wirklich so wichtig? Weil wenn euch das Aussehen wirklich so wichtig wäre, würden wir keine Schuhe bekommen wie den hier. Ja, wenn das Aussehen wichtig wäre, würdet ihr eure Schuhe putzen, würdet ihr sie sauber machen, würdet ihr sie pflegen. So wie die Privatschuhe. Wir geben Unmengen von Geld aus für unsere Privatschuhe, tragen sie aber nur einen Bruchteil an den Füßen, und dann gehen wir mit dem Vorsatz in die Niederlassungen und Online-Shop und sagen, hey, ich will einen peppigen Schuh haben. Der ist nur dann interessant, wenn ich ihn in den Händen halte. Sobald er an meinen Füßen ist, interessiert es mich nicht mehr wirklich. Also ist Leichtigkeit und Aussehen nicht mehr so relevant, denn die Hauptaufgabe von einem Sicherheitsschuh ist die, er soll euch schützen, so lange wie möglich schützen. Deshalb schaut auf euren Schuh, der defekt ist, den ihr austauschen möchtet, denn der sagt euch genau, welcher Sicherheitsschuh für euch der richtige wäre. Schauen wir uns gerade nochmal den Schuh an, den ich vorher eingeblendet habe. Wir sehen, der Schuh ist komplett weiß gepudert. Das bedeutet, der Handwerker ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Baustelle tätig. Das sehe ich, da dieser weiße Baustaub auf Estrich oder Beton hinweist, mit dem er in Kontakt gekommen ist. Und das Problem ist hierbei, dass diese Baustäube hochalkalisch sind. Und alles, was hochalkalisch ist, ist auch ätzend. Das zersetzt mein Obermaterial, mein Garn. Und dann sieht der Schuh genauso aus, wie der aussieht. Gerade im Zehenschutzkappenbereich bzw. im Knickbereich sehen wir, das Material hat sich komplett aufgelöst. Liegt mitunter an der fehlenden Pflege und am falschen Material. Wisst ihr schon, welches Material für diesen Schuh bzw. welches Material das Problem besser lösen könnte? Ich weiß es, und zwar Vollleder. Und da ist wieder das Problem, Vollleder ist schwer. Ja, gerade wie der Schuh, den wir hier eingeblendet sehen, der Schuh wäre für den Kollegen hervorragend geeignet. Ja, Vollledermaterial, robuste Zehenschutzkappe, super. Auch hier muss man aber sagen, dass selbst Vollleder auch an seine Grenzen kommt, gerade wenn es mit alkalischen Baustäuben in Kontakt kommt. Stellt euch vor, ihr greift mit eurer Hand in so einen Betonsack oder so einen Estrichsack rein, zieht sie raus und wascht sie danach. Danach ist sie wirklich trocken, ihr kennt die Situation, und was macht man logischerweise? Man cremt die Hände ein. Das ist natürlich, weil es unangenehm ist. Aber was ich an den Füßen trage, ist nichts anderes als Haut. Und die trocknet mit der Zeit auch aus, und die sollte ich dann idealerweise auch pflegen. Und dann bekomme ich es hin, dass ein Schuh wirklich ein Jahr lang hält. Weil idealerweise sollte ein Schuh ein Jahr lang halten. Selbst wenn er nach einem Jahr noch intakt wäre, empfehlen wir bzw. empfiehlt man, diesen Schuh auszutauschen, da die Dämpfung in der Sohle so weit nachgelassen hat, dass die Gelenke nicht mehr ausreichend geschont werden. Anderes Beispiel: Laufschuhe. Wenn ich mir einen Laufschuh kaufe für 140 € zum Beispiel, bekomme ich die Information vom Verkäufer, hey, nach 500 Kilometern sollte dieser Schuh ausgetauscht werden. Nach 500 Kilometern in einem Jahr, das ist nicht viel. Jetzt überlegt mal, wie lange ihr in euren Sicherheitsschuhen drin steht. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Ihr arbeitet teilweise 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Das macht fast 2200 Stunden pro Jahr.
Natürlich mit dem Beispiel. Ja, andere arbeiten natürlich weniger, aber 1800 bis 2200 Stunden. Im Privatschuh stehe ich allerdings nur 400 Stunden, gebe aber weitaus mehr Geld aus. Also hier auch der Hinweis, gebt auch gerne mehr Geld aus für Sicherheitsschuhe, wenn er es denn auch für euch wert ist oder wenn es für euch nötig ist. Ja, es heißt nicht immer, dass der teuerste Schuh der beste Schuh ist. Wenn ihr einen leichten Schuh tragen könnt, einen flexiblen, der leichte Materialien verbaut hat und der nicht so teuer ist, okay, wunderbar. Aber wenn ich auf der Baustelle tätig bin, wo es wirklich zur Sache geht, sollte ich einen Schuh nehmen, der auch dementsprechend wertig ist, der dem Ganzen auch standhält. Was sehen wir noch an dem Schuh? Wir sehen an dem Schuh Schnürsenkel. Der Außenmantel existiert nicht mehr. Auch wieder hier ein Anzeichen dafür, dass Baustäube alkalische Materialien eingewirkt haben. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. In jeder Wirt-Niederlassung und im Wirt Modif Online Store finde ich Schnürsenkel, die Nomex Schnürsenkel. Die sind besonders hitzeresistent, reißfest und chemikalienresistent. Ja, also wenn ihr diese Problematik habt, eure Schnürsenkel reißen relativ häufig, das ist immer sehr ärgerlich, da auch einen neuen Schnürsenkel zu finden, holt euch einen Nomex Schnürsenkel. So. Welchen Indikator gibt es noch, der uns hilft, der euch hilft, den richtigen Sicherheitsschuh auszusuchen? Wir sehen, die Zehenschutzkappe ist durchgerieben. Gerade bei diesen zwei Schuhen, das ist dasselbe Modell, das wir hier sehen. Ja, das ist der Run S1P, wunderschöner Schuh. So sieht er eigentlich aus und so ist er bei uns angekommen. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Handwerker auf dem Boden arbeitet, in kniender Tätigkeit und die Zehenschutzkappe ständig belastet wird. Beim anderen Schuh, wo die Zehenschutzkappe eher ausgefranst wird, das ist ein Kollege, der arbeitet im Lager-Logistikbereich, der hat öfters mal gegen die Palette getreten. In beiden Fällen weiß ich aber, hey, sobald die Zehenschutzkappe sichtbar ist, müsste der Schuh ausgetauscht werden, da davon ausgegangen wird, dass Obermaterial abgetragen worden ist und die Zehenschutzkappe nicht mehr für die Kräfte vorgesehen ist, mit denen sie getestet worden ist. Das heißt für euch, einen Schuh auswählen mit einem verstärkten Zehenschutzkappenbereich, wie beispielsweise bei dem Stretch X S3, den wir hier einblenden. Ein weiterer Faktor, der uns helfen könnte, den richtigen Sicherheitsschuh zu suchen, ist die Laufsohle. Die Laufsohle läuft sich ab und zu mal schneller ab, als uns lieb ist. Das liegt daran, dass auch unterschiedliche Materialien verwendet werden. Wir haben einmal Polyurethan, thermoplastisches Polyurethan und Gumminitril. Auf die Materialien werden wir in einem anderen Video eher eingehen, jetzt nur ganz kurz angeschnitten. Polyurethan ist ein sehr einfaches Material, das nutzt sich doch schneller ab, ist aber dennoch sehr, sehr weich, sehr angenehm. TPU oder thermoplastisches Polyurethan wäre die bessere Wahl bzw. Gumminitril. Problem bei diesen beiden Sohlen, TPU und Gummi, die sind eben etwas schwerer, aber wesentlich robuster. Das ist doch genauso wie beim Reifenkauf. Ihr tauscht doch auch keine Reifen um, die nach 3 Monaten abgefahren sind. Dann bedeutet das einfach, ihr habt einen Bleifuß oder fahrt gerne schnell. Die logische Konsequenz wäre, einen Reifen zu kaufen, der wesentlich robuster ist, der für euren Fahrstil gedacht ist. Und genauso ist es bei Sicherheitsschuhen auch. Wir brauchen ein Profil, ein Material, was euren Anforderungen gerecht wird. Und dann brauche ich einfach einen Schuh mit einer TPU oder Gummilaufsohle. Und so einfach ist es, den richtigen Sicherheitsschuh für euch auszusuchen. Schaut einfach auf eure Füße, schaut eure Schuhe an, welche Problematiken ich habe und dann probiert diese Problematiken aus der Welt zu schaffen, indem ihr anderes, besseres Material nehmt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, wie man den richtigen Sicherheitsschuh findet und dass nicht jede Reklamation ein Anzeichen dafür ist, dass das Produkt schlecht ist, sondern einfach nur, dass man aus den falschen, nachvollziehbaren Gründen einen Sicherheitsschuh ausgewählt hat. Ich hoffe, die Tipps helfen euch in Zukunft, den richtigen Sicherheitsschuh zu finden. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, gerade zu dem Thema, gerne in die Kommentare schreiben. Wir helfen euch gerne dabei, auch den richtigen Sicherheitsschuh zu finden. Und wie immer, wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr gerne mehr davon sehen möchtet, dann gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und nicht vergessen, die Glocke einzuschalten. Vielen Dank, euer Mo.